Wie schon im Einführungsvideo zu Investing.com angekündigt, wird Robert Zach einmal im Monat sich einen Bereich herauspicken und euch in der Tiefe erklären. Heute sind die ProPix KI dran. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Robert. So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von Nicola und Andreas. Mein Name ist Robert und wir schauen uns heute ein paar Funktionen von Investing Pro an. Wir hatten uns ja schon im letzten Video ein bisschen mit Investing.com an sich beschäftigt. Wahrscheinlich, ja, da fehlen noch etliche Funktionen, die man dann letztendlich durchgehen könnte. Ich versuche das dann mal in kleineren Clips hier auf dem Kanal versuche ich dann immer mal die Funktionen dann ausführlicher zu erklären. Wenn Fragen sind, könnt ihr mich jederzeit anschreiben, entweder über meine E-Mail-Adresse robert.z@investing.com oder aber natürlich auch gern hier unten in den Kommentaren. Ich versuche dann die auch entsprechend zu beantworten oder Nicola wird euch dementsprechendes Feedback natürlich hier auch geben. Also grundsätzlich ist es so, wie gesagt, es gibt ja die Investing.com Seite und mittlerweile haben wir dann auch unser Subscription-Modell hier integriert und zwar Investing Pro. Und da ist halt letztendlich das Ziel, dass ihr noch zusätzlich befähigt werdet, Aktien tiefergehend zu analysieren. Wir haben aber auch eine Funktion und darum soll es dann heute gehen, wo ihr letztendlich monatlich neue Aktienideen erhaltet. Und dazu, also sobald ihr das Abo eben habt, das seht ihr dann oben rechts, da ist euer Bild dann letztendlich mit einem goldenen Rand und einem P versehen. Und wenn ihr dann die Premium-Version öffnen möchtet, klickt ihr hier einfach auf Investing Pro öffnen und dann öffnet sich hier dieses Bild. Grundsätzlich schaut es dann erst einmal so aus, also ihr werdet hier auf eure Watchlisten geführt und auf die Funktion, auf die wir uns heute konzentrieren wollen, ist die ProPix KI. Vielleicht erstmal so grob, was ist die ProPix KI? Ähm, Das sind letztendlich 36 KI-gestützte Strategien mit insgesamt um die, ja, ich glaube so 610, 620 Aktien und die werden jeden Monat neu ausgerichtet. Ja, also immer am Ende des ersten Handelstages des jeweiligen Monats werden in den jeweiligen Strategien neue Aktien hinzugefügt und alte entfernt. Immer die gleiche Zahl. Also wenn wir zum Beispiel hier bei dieser Strategie Alpha Germany Select, sieht man hier immer an dem Symbol, hier sind jetzt 20 Aktien drin. Und wenn im Monat August als Beispiel 5 Aktien rausgehen, dann kommen auch 5 Aktien wieder hinzu. Aber okay. Also grundsätzlich das Wichtigste, 36 Strategien gibt es. Alle werden jeden Monat neu ausgerichtet, bis auf eine. Und zwar, wenn man hier speziell mal gucken möchte, für die USA, dann hier dieses Best of Buffett. Das wird nur alle 3 Monate neu ausgerichtet. Hier geht es eben darum, die laut unserer KI interessantesten Aktien aus dem jeweiligen Filing, das ja immer nur quartalsmäßig dann veröffentlicht wird, herauszufiltern und dementsprechend zu kaufen oder hinzuzufügen. Ne, da geht es auch nicht darum, wenn er beispielsweise eine Position abgebaut hat, aber immer noch Restbestände in seinem Portfolio im Filing drinnen sind, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass die KI sagt, okay, hinzufügen. Ne? Also da unterscheidet man jetzt nicht, ob gerade was abverkauft worden ist oder neu hinzugekauft worden ist, sondern letztendlich hat die KI die Möglichkeit dann aber zu sagen, ja, wir fügen es trotzdem hinzu, weil laut unseren Kriterien, ja, ist es eben trotzdem interessant. Gut, von diesen 36 KI-Strategien gibt es aktuell 12 Regionen. Ende August sollen dann noch zusätzliche Regionen hinzukommen, unter anderem auch die Schweiz. Aktuell gibt es Brasilien, Kanada, Deutschland, Spanien, Frankreich, Indien, Italien, Südkorea, Mexiko, Saudi-Arabien, Türkei und die USA. Die USA, die waren hier gibt es 6 Strategien. Wenn wir hier wieder draufklicken, dann sieht man hier die 6 Strategien im Überblick.
Und das waren die ersten, die gelauncht worden sind, also live. Ne? Ihr seht ja hier, das ist natürlich sehr vieles Backtest und seit Oktober oder November 2023 sind aber diese Strategien live, also werden hier auf Investing Pro jeden Monat mit den Usern letztendlich kommuniziert. Entweder also vielleicht auch noch zu dem Hintergrund dazu, diese Strategien, die sind gleichgewichtet, ne? Also alles in Equal Weight, sprich alle 20 Positionen, die jetzt hier in dieser Alpha Germany Select zum Beispiel drin sind, haben die gleiche Gewichtung. Bedeutet, ja, wenn jetzt meinetwegen Rheinmetall im Mai beispielsweise 5% gestiegen ist und wir sind jetzt dann im Juni und die KI sagt, okay, wir möchten diese Aktie aber trotzdem weiterhin in der Strategie behalten, dann ist es so, dass man Rheinmetall wieder auf die gleiche Positionsgröße bringen muss, wie die anderen Werte eben auch. Das ist vielleicht wichtig, eben auch dazu zu wissen, um eben eine replizierbare Performance zu haben. Auch wichtig zu wissen, auch aus Transparenzgründen, in diesen Performance-Daten ist wie bei der Benchmark selbst. Jeder versucht ja immer die Benchmark zu schlagen. Natürlich kann man das machen, aber letztendlich, wenn man immer versucht, die Benchmark zu schlagen, wo geht das Geld dann letztendlich hin? In die Taschen von der Wall Street. Und bei Benchmarks ist es ja eben so, okay, da sind keine steuerlichen Punkte zu beachten und auch es fallen keine Transaktionsgebühren an. Also das sollte man natürlich immer wissen. Grundsätzlich kann man entweder diese Strategien 1:1 nachbauen oder aber man benutzt es als Ideengeber. Das bevorzuge ich zum Beispiel, anstelle jetzt hier komplette Strategien nachzubauen. Sagt man, okay, jetzt, wenn man hier zum Beispiel in diese Techstar-Strategie reinschaut, dann klickt man hier auf Ansehen. Und wenn wir weiter runter scrollen, dann sieht man hier, welche Aktien jetzt neu hinzugekommen sind mit dem Rebalancing von August. Und hier kann man sich dann zumindest schon mal, kann man sich die Neuankömmlinge angucken und ja, gegebenenfalls dann tiefer dann auch analysieren, ne, für sich selbst und dann entscheiden, okay, ist die Aktie interessant oder ist sie nicht interessant, dann tue ich sie halt letztendlich auf meine Watchlist. Na, aber fangen wir vielleicht hier oben an. Also grundsätzlich, jeder Aufbau von jeder Strategie ist gleich von der Seite her selbst. Natürlich, jede Strategie hat einen anderen Themenbereich. Techstars jetzt hier in dem Fall deckt speziell Technologieaktien, sollen hier abgedeckt werden. Aber für jede Strategie habt ihr hier diesen gleichen Seitenaufbau. Ihr habt hier eine kurze Beschreibung. Ne, ihr könnt hier euren Performance-Chart anschauen. Wie gesagt, hier ungefähr sind die hier live gegangen. Das hier ist alles Backtest. Ihr könnt es hier auch runterbröseln auf 5 Jahre oder auf 1 Jahr. Dementsprechend passt sich dann auch die Performance an. Wenn man jetzt nur auf 12 Monatssicht eben geht, hat diese Techstars-Strategie 20,6% gemacht und der Vergleichsindex 16,2%. Also eine moderate Outperformance. Im Vergleich zu 5 Jahren ist die Outperformance von der Techstar-Strategie schon deutlicher. Das sind schon über 100%, im Vergleich zur entsprechenden Benchmark. Man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man will sich die Performance einzeln auf einen Monat runtergebrochen anschauen, kann man es auch machen. Geht man immer hier auf 1 Jahr. Und dann kann man sich hier zum Beispiel anschauen, im August aktuell die IT 15 1,9 und der S&P 500 1,5. Im Juli war eine Underperformance da, also da ist man auch tatsächlich transparent, das kommuniziert man auch. Und im Juni war Outperformance hier, Mai auch Outperformance, der April mit den reziproken Zölle oder der Ankündigung der reziproken Zölle war trotzdem eine moderate Outperformance, aber insgesamt sage ich mal, die US-Strategien seit Jahresbeginn, die lecken natürlich den europäischen Strategien vor allem hinterher. Jetzt hier allgemein bei den ganzen Strategien war vor allem diese Industrie-Champions Deutschland-Strategie ist sehr gut gelaufen, die können wir uns dann vielleicht auch noch kurz angucken. Und ja,
Gut, und hier habt ihr dann letztendlich noch ein paar Performance-Daten. Natürlich riesengroße Zahl, wie gesagt, bitte beachten, Backtest, ne? Also 2259%, Outperformance zur Benchmark 1915. Besser kann man es vielleicht einordnen mit der annualisierten Rendite, wo hier 28,5% erzielt worden sind. Ich glaube, beim S&P in den letzten 15 Jahren waren das, glaube ich, so 14% oder sowas. Ne? Aber nur das vielleicht so zur Einordnung. An sich alle Strategien, für jede Strategien wird der Backtest oder werden die jeweiligen Aktien mit 25 Jahren Datenhistorie analysiert und gleichzeitig über 50 Finanzkennzahlen fließen in die Analyse zu den jeweiligen Aktien mit rein. Teilweise, das ist eine relativ neue Funktion, die man jetzt hier eingeführt hat, weil vor allem sich die User darüber beschwert haben, dass es so eine Art Blackbox ist, dass man nicht genau weiß, okay, warum eine Aktie hinzugefügt worden ist und warum sie entfernt worden ist. Jetzt haben wir hier dieses sogenannte Reasoning eingeführt, also wo man auch zusätzlich noch eine Begründung eben liefert, ne, zumindest, dass man schon mal Ansatzpunkte hat, warum eine Aktie hinzugefügt worden ist. Ne. Diese hier werden dann von der KI letztendlich auch erstellt und dementsprechend formuliert und die gibt es dann für jede Aktie, die hier neu hinzugekommen ist. Und natürlich gibt es auch Begründungen, warum sie entfernt worden ist. Für einige Aktien, das haben wir ja im letzten Video, glaube ich, auch mal kurz angeschnitten, gibt es dann noch zusätzlich die Pro-Research-Berichte. Ne, das sind diese 10-seitigen PDF-Berichte, wenn man dann letztendlich noch tiefer in die jeweilige Aktie einsteigen möchte. Internet, okay, gut. Ne, wie jetzt zum Beispiel hier, ne, da könnt ihr euch dann noch natürlich zusätzliche Informationen zu der jeweiligen Aktie holen. Oder aber ihr klickt einfach hier drauf letztendlich auf die Aktie und dann kommt ihr hier zu dieser Cockpit-Übersicht und da könnt ihr alles Mögliche letztendlich analysieren, aber das machen wir mal in einem anderen Video. Jetzt wollen wir uns weiterhin hier mal auf die ProPix KI konzentrieren. Ne, also hier habt ihr ja auch die Entfernungen dann eben mit dabei. Man ist auch transparent. Die sind jetzt zum Beispiel alle rausgefallen mit dem August Rebalancing. Ne, man sieht dann hier die entsprechende Performance auch der jeweiligen Aktie. Cadence Design 24,3, Quoro 20,5, Zebra hat man auch mit dabei gehabt. Ist, glaube ich, in den letzten Tagen noch deutlicher gestiegen, aber okay. 6,3%, Datadog 2,5 und hier sind dann letztendlich die Verlusttrades, die man hier gemacht hat mit Scalar minus 8,8, Diodes kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht, minus 11,6, E plus 12,8 und Teradata 13,1. Wenn man hier noch weiter runter scrollt, dann kommt man hier in diesen Bereich, in den Aktien im Fokus-Bereich. Hier kann man dann auswählen zwischen Outperformern, Neuzugängen und Underperformern. Wenn man jetzt hier ausschließlich auf Outperformer drauf ist, dann sieht man alle Aktien, die derzeit in der Strategie drin sind und deren Performance. Ne, jetzt sieht man dann hier zum Beispiel einen Chart. Hier kann man ganz gut sehen, letztendlich, okay, die wurde erst mit dem August Rebalancing hinzugefügt und ist jetzt 22,3% im Plus. Und natürlich hier ist dann die nächste Entscheidung, also sprich am 1. September, was mit der Aktie passieren soll. Ich glaube, On ist schon ein bisschen länger drinnen. Genau, hier kann man es dann auch sehen. Die ist dann mit dem Mai Rebalancing reingekommen und ja, man hat sie auch bis heute hat man sie eben gehalten, hätte man sie jetzt mit dem August Rebalancing rausgeworfen, ne, hätte man natürlich deutlicheres Plus erzielt. Kann aber keiner wissen. Die KI hat gesagt, okay, bleibt weiterhin in der Strategie, dementsprechend bleibt sie drin, jetzt ist sie erstmal abverkauft worden. Keine Aktie kann während des Monats in irgendeiner Form verkauft oder gekauft werden. Ne? Das ist vielleicht auch was Wichtiges, was man wissen sollte. Ne, wenn wir hier weitergehen, Clear Secure ist das, genau, ist ja auch schon sehr, sehr lang dabei. Seit Anfang Januar hat man die gewählt.
erstmal das Tal hier, dann seitwärts und jetzt, boom, ging es in den letzten paar Monaten oder Wochen auch deutlicher nach oben. Und ja, die ganzen anderen Strategien, die ganzen anderen Papiere, die derzeit drinnen sind, kann man sich dann auch mal selber angucken. Kann auch hier schauen, okay, Neuzugänge, wie schneiden die aktuell so ab? Ne, hier kann man dann sehen, wie die Neuzugänge performen. Und wenn man auf Underperformer geht, dann sieht man auch die Aktien, die sich derzeit in der Strategie befinden, aber eben im Minus liegen, wie zum Beispiel Adobe. Da ist ja vor allem eben diese KI-Sorge da, ne, dass man keine neuen Produkte rausbringt, ja, die letztendlich dann hier großartig Revenue bringen. Man hatte ja damals, glaube ich, wie heißt es, Figma wollte man sich ja einverleiben. Hat letztendlich nicht geklappt. Ne? Figma hat dann selber den Börsengang jetzt jüngst gemacht. Ne? Ist ja deutlich gestiegen, dreistellig, massiv. Also es war wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Aber okay, ne? Muss man gucken, wie sich Adobe hier weiterentwickelt. Bewertungstechnisch auf jeden Fall super interessanter Wert. Muss schauen, ob sie da letztendlich dann die richtigen strategischen Schritte machen, um da auch die Kurve zu bekommen. Auf jeden Fall die Propix KI selber hält die Aktie weiterhin für interessant. Ne? Ansonsten hätte man sie hier schon irgendwann mal rausgeschmissen. Ist bis jetzt aber nicht passiert. Und denkt bitte auch dieses Mal dran, Daumen hoch anklicken, Kanal abonnieren, tolle Kommentare dalassen und den Thanks-Button nicht vergessen. Vielen Dank! Ne? Hier in der Box könnt ihr euch dann allgemein etwas zu dem jeweiligen Unternehmen durchlesen. Hier auch nochmal den Link zusätzlich zu dem Pro Research, in welchem Sektor man unterwegs ist, der Einstiegspreis von der KI selbst und hier auch noch die zumindest ein Teil von den Pro-Tipps, was derzeit ja, gegebenenfalls bullish ist, was hier mit Bullenköpfen gekennzeichnet ist, also positiv. Ne, soll halt nur so als kleiner Hinweis sein. Bei der Einzelaktie selber, in diesem Cockpit, könnte man hier dann auch noch draufklicken und dann würde man hier sehen, welche Kennzahl sich dahinter verbirgt. Ne, jetzt hier, das Manager hat aggressiv Aktienanteile zurückgekauft. Da hat man, glaube ich, die Aktienrückkaufrendite eben genommen. Das ist natürlich was Positives, dass man sagt, okay, 25 Analysten haben ihre Ergebnisprognosen für die nächste Periode nach oben korrigiert. Na, und hier gibt es dann noch zusätzlich ein paar News zu der jeweiligen Aktie. Und hier noch ganz kurz angeschnitten, um was für eine kurze Strategiebeschreibung letztendlich. Hier noch ein paar Filterkriterien, die man genutzt hat. Und hier ganz unten gibt es dann noch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man letztendlich diese Strategie auch benutzen sollte. Ne, das komplette Portfolio von den jeweiligen Strategien seht ihr hier im Portfolio Reiter. Was ihr hier dann bekommt, ist die Watchlist-Übersicht. Die könnt ihr auch selbst anpassen, indem ihr hier auf Watchlisten geht. Das machen wir auch mal in einem anderen Video. Und dann könnt ihr hier die einzelnen Reiter mit den Kennzahlen, die sich darin befinden, dann auch persönlich oder personalisieren letztendlich. Ne? Ich glaube, die hier sind alle vorgegeben. Das sind dann letztendlich eigene, die ich mir halt mal gemacht habe. Ne? Und ja, auf jeden Fall seht ihr dann hier entsprechend die ganzen Aktien, die sich in der Strategie derzeit befinden. Ihr bekommt auch hier automatisch den Fair Value von Investing Pro geliefert. Wir haben ja da bis zu 16 Fair Value Modelle, die auch individualisierbar sind, also anpassbar. Ihr könnt selbst hier Schätzungen eintragen, und dementsprechend passt sich das Modell an. Alle Daten sind downloadbar, die Modelle sind downloadbar und ja, Gesamtnote hier in dem Fall ist der Qualitätscheck, den wir eben haben, der sich aus 5 Punkte zusammensetzt. Den schauen wir uns dann aber auch nochmal separat in einem Video an. Und hier unter dem Punkt über, das haben wir kurz schon mal vorhin gesehen, Strategiebeschreibung. Und hier könnt ihr dann auch nochmal sehen, ja tatsächlich, hier Performance-Statistiken, ein paar Techstars, annualisierte Rendite 28,5 und der SPX 13,2. Also ja, war ich gar nicht so falsch gelegen mit den 14% annualisierte Rendite, zumindest bis 2013.
Der Max Drawdown, wie gesagt, die Strategie hat selbst ein höheres Beta, ne? Also ja, dementsprechend, wenn das Ding steigt, dann steigt es höchstwahrscheinlich eben stärker als der S&P, aber wenn es fällt, fällt es eben auch stärker. Ne? Grundsätzlich sind die beiden aber schon ziemlich eng miteinander korreliert. Ihr hattet hier einen Max Drawdown, also einen maximalen Verlust von 36,8 und hier beim S&P von 33,9. Das ist natürlich während der Corona-Zeit ist das passiert. Kann man hier auch ganz gut in dem Chart sehen. Ich glaube, hier irgendwo war ja Corona, glaube ich. Ne? Das war dann halt letztendlich dieser Dip nach unten, der da passiert ist. Gut. Hier bei dem Punkt über, wenn ihr hier draufklickt, dann könnt ihr auch noch sehen, okay, aus welchen Kategorien letztendlich die Kennzahlen hergenommen werden. Also zum einen schaut man sich natürlich die Finanzabschlüsse an. Multiples sind ganz wichtig, also alles, was mit Bewertung zu tun hat, fließt in die Entscheidung mit rein. Momentum, ne, das kann natürlich in die Richtung nach oben gehen oder Momentum in die Richtung nach unten, dass man Contrarian Trade dann dementsprechend macht. Das macht die KI schon auch. Asset-Effizienz und Nutzung, Rentabilitätstrends, Schulden- und Liquiditätsanalyse, wie schaut es allgemein in der Branche aus und die allgemeinen Unternehmensaktivitäten, die getätigt werden. Hier seht ihr dann auch, okay, wie werden die Pro-Pick-Strategien im Allgemeinen erstellt. Da gibt es eine kurze Info dazu, kann sich jeder auch gerne dann mal selbst durchlesen. Und hier sieht man auch noch ein paar häufig gestellte Fragen, also wann und wo finde ich Updates zu meiner Pro-Pix-Strategie, einfach aufklappen, dann bekommt er hier die Antwort, was ist Backtesting und warum ist es wichtig, auch Backtesting zu machen. Wie werden die Daten erfasst? Ne, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, 25 Jahre zum Beispiel. Ne, hier könnt ihr auch sehen, okay, wie wird das Modelltraining durchgeführt. Die benutzen für jeden Prozessschritt die Google Vertex KI. Wie wird die Strategie-Performance berechnet? Und natürlich, ne, das ist ja immer so, die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft. Das ist klar. Und hier gibt es noch tiefere Informationen zum Backtesting und bezüglich Verzerrungen. Genau, wir wollten uns jetzt noch ganz kurz, auch wenn wir jetzt hier schon über der Zeit sind, aber die deutschen Strategien vielleicht anschauen. Was das Ganze natürlich auch so vielleicht ein bisschen interessant macht, ne? Die einen, also ich bewege mich zum Beispiel überwiegend im US-Markt, natürlich Deutschland auch, aber ich muss sagen, also ich kaufe seltenst, kaufe ich deutsche Werte. Ich glaube, während der Corona-Zeit, weil das so tief war, mal ein paar deutsche Aktien wie Kion als Beispiel gekauft. Ich hatte in diesem Jahr kurzzeitig mal PVA Tepler im Depot, ne? Also aber von diesen ganz großen Big Caps hier in Deutschland, ja, also weiß nicht, finde ich persönlich jetzt nicht so attraktiv, war in diesem Jahr gegebenenfalls falsch, ne? Sei es von der Rheinmetall oder Hensoldt oder Renk, ne? Die sind ja auch dementsprechend gelaufen. Und ja, dementsprechend gut hat dann auch diese Industrie Champions Deutschland Strategie performt. Wir haben ja 3 Stück. Einmal Alpha Germany Select, soll letztendlich ja, eine Auswahl aus deutschen Aktien, die gegebenenfalls eine Überrendite erzielen könnten. Ne? Das soll letztendlich der Strategiename aussagen. Dann, wie gesagt, die Industrie Champions Deutschland Strategie, speziell nur auf Industriewerte ausgerichtet, und Hidden Champions Deutschland, ja, sind jetzt keine richtigen Hidden Champions, würde ich mal sagen, sondern es sind mehr oder weniger viele Value-Werte sind hier in dieser Strategie drin. Ja, aber wenn wir jetzt hier mal auf Industrie Champions Deutschland Strategie gehen, also diese regionalen Strategien wie Deutschland, Brasilien, Frankreich, Italien, die gibt es seit Anfang 2025. Also wenn man jetzt hier sich die Performance anschaut und 2025 anklickt, dann sehen wir hier, die DAIT 15 hat 42% gemacht, der DAX als Benchmark 19,3, also über 20% Outperformance. Wie gesagt, war halt
war halt ja ein guter Griff letztendlich zu sagen, okay, man startet jetzt mit regionalen Strategien, wenn gerade die USA ein bisschen hinterherhinkt und die ganzen anderen Märkte, vor allem in Europa, dann mal ein bisschen aufholen, ne? Also diesen Catch-up-Effekt haben. Und ja, aber jetzt ja, sieht man letztendlich hier zumindest dieses Ergebnis, 42% für Industrie und 20% für den DAX. Ne, hier auch, achso, vielleicht ist auch ganz interessant, für jede Strategie kann man natürlich schauen, okay, was war denn in der Vergangenheit in den jeweiligen Auswahlen drin, inklusive Backtest übrigens. Also da kann man wirklich komplett zurückgehen, da ändert sich dann auch die entsprechende Liste hier, ne? Seht ihr. Gut, und hier, das waren jetzt die Neuankömmlinge im August. Simrise, ja, und lustigerweise jetzt hier auch wieder Kion. Ne, Evonik ist neu dabei und Fraport ist auch wieder mit am Start. Rausgeflogen ist eine Hensoldt mit 46,3%, eine Traton immerhin noch 6,1%. Ich glaube, die hat er in den letzten Wochen auch ein bisschen auf den Deckel bekommen. Haben wir verschiedene Gewinnwarnungen da in den letzten Monaten rausgebracht, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Eine Renk ist auch rausgegangen mit minus 12,8. Ja, hat man letztendlich zu spät dann auch hinzugefügt und eine K plus S mit minus 13%. Ja, wenn man jetzt hier draufklicken würde, ne, sagt man hier Margendruck und Underperformance am Markt, Rotation aufgrund relativer Schwächen bei Rentabilitätskennzahlen und jüngster Marktentwicklung. Das EBITDA im zweiten Quartal lag 21% unter den Analystenerwartungen. Ne, jetzt auch nicht so wirklich toll. Sehr geringe operative Marge von 1,2 und eine Bruttomarge von 9,3. Müsste ich jetzt natürlich, wie gesagt, müsste ich dann letztendlich hier genauer nachschauen, wie dann auch der Trend ist. Aber ich bekomme hier schon mal Ansatzpunkte letztendlich, wo es denn aktuell eben hakt. Ne? Also finde ich nicht schlecht, ne? Ganz einfach, um diesen Kontext dann auch zu liefern. Ne? Ob der jetzt hier in der jüngsten Kurzentwicklung negativ war, ja, finde ich jetzt nicht so wirklich wichtig als Begründung, aber man hat es eben drin. Ich muss sagen mal, die drei Begründungen, die machen schon was aus. Ne? Ja, ne? Und hier will man auch immer sagen, auch wenn diese Aktie jetzt entfernt worden ist, dann soll das natürlich jetzt nicht als Verkaufssignal interpretiert werden, sondern ja, lediglich, dass es aktuell eben nicht mehr in diese Strategie passt. Ja. Hier in dem Bereich können wir wieder schauen, okay, welche Aktien ja, laufen denn jetzt hier besonders gut. Eine Siemens Energy, ne, mit 540,7%, ist aber schon bereits, also die ist ja Juli 2024 ist die hinzugefügt worden, also noch während des Backtests. Aber gut, ne, auch in diesem Jahr hast du ja das beschleunigte Momentum hier bei Siemens Energy drin gehabt. Eine Nordex haben sie mit drin in der Outperformance-Liste, auch seit März 2024 mit drinnen. Eine E.ON, auch schon, die ist dieses Jahr im Februar hinzugekommen. Eine Rheinmetall, wann hat man die mitgenommen? Jetzt leckt es ein bisschen, ne? Ja. Eine Rheinmetall, okay, die haben wir Anfang Mai hinzugefügt, seitdem tingelt sich die hier oben anscheinend ein bisschen seitwärts. Was ist das? Bilfinger, genau, ja, stimmt, Bilfinger kam im Juli dazu. Naja, aber ihr seht auf jeden Fall, hier ist etliches an Musik drinnen. Ne, die Neuzugänge aktuell können wir uns noch kurz anschauen, wie die aktuell performen. Okay, und die Underperformer derzeit. Eine ThyssenKrupp, die hat man davor aber auch schon drin gehabt, und zwar mit dem Neujahrs-Rebalancing. Und da hat man die 200% mitgenommen. Also es kann natürlich auch sein, dass man innerhalb des Jahres, dass man sagt, okay, von Januar bis April ist die Aktie dabei, dann schmeißt man sie raus, dann ist die 2 Monate nicht dabei. Und dann vielleicht mit der Vorlage neue Quartalszahlen sagt die KI dann, ja, jetzt passt es wieder in die Strategie, dann fügt man es wieder hinzu. Ne, und so kommt das dann letztendlich hier zustande. Aber die hatte man Anfang des Jahres auf jeden Fall mit drinnen.
kann man ja auch noch mal kurz hier schauen. Vielleicht sehe ich hier 1. April. Ich glaube, da ist er rausgegangen. Genau. Ne, hier seht ihr es. ThyssenKrupp ist mit dem April Rebalancing ist er rausgegangen. Ne? ThyssenKrupp hier damals Einstieg 3,15 und 228% hat die hier gemacht. Ne? Also in diesen 4 Monaten, wo die Aktie dabei war. Ne? Noch, genau. Gehen wir wieder auf August. So. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind fertig. Ne? Erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit natürlich wieder. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder mir einfach per E-Mail schreiben. Wenn ihr möchtet, über der Nicola ihren Link unten in der Beschreibung, könnt ihr euch Investing Pro natürlich holen. Aktuell noch im Summer Sale bis Ende August. Hier gibt es 50% von Investing selbst obendrauf. Durch den Nicola ihren Coupon gibt es nochmal 15% obendrauf. Wenn ihr hier draufklickt, werdet ihr hier auf den Checkout geleitet. Hier vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Ihr habt die Pro-Version und die Pro Plus-Version. Ihr könnt auswählen zwischen jährlich und 2 Jahre. 2 Jahre gibt es eben diese maximal 50%. Wenn ihr es 1 Jahr macht, gibt es die 45%. Wenn ihr euch absolut sicher seid, macht die 2 Jahre. Wenn ihr erstmal probieren wollt, dann macht 1 Jahr. Unterschied zwischen Pro und Pro Plus, speziell wenn es jetzt hier um die Pro Picks geht, ne, dann habt ihr hier, ihr bekommt hier lediglich 6 Strategien bei der Pro-Version, und zwar die 6 Strategien für den US-Markt und eine zusätzliche regionale Strategie. Das wäre jetzt hier in dem Fall die Alpha Germany Select, und beim Pro Plus habt ihr letztendlich Zugriff auf alle Strategien. Also sprich auch Frankreich, Italien und alle deutschen Strategien. Also das ist jetzt hier der markanteste Unterschied zwischen Pro und Pro Plus. Ich meine, das muss letztendlich jeder für sich selbst dann eben wissen, ob er Pro oder Pro Plus nimmt. Grundsätzlich, wenn man alles eben haben möchte, dann greift er eben zu Pro Plus. Ja, und wenn ihr dann hier drauf klickt, dann wird automatisch der Nicola ihr Coupon angewandt. Wenn er zum Beispiel nicht da steht, ne, wenn ihr nicht direkt über der Nicola ihren Link kommt, dann klickt hier auf Rabattcode aktivieren und gibt hier Nicola ein, und dann wird der Preis dementsprechend nochmal zusätzlich um 15% reduziert. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, und auch herzlichen Dank an Nicola. Also macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Sommer.